Berlin, meine Stadt, die Hauptstadt. Ganz schön abgefuckt. Die Winter sind arktisch kalt und der Sommer brüllend heiß. Aber bei allen Extremen lebt es sich in Berlin doch ganz gechillt. Das erste Mal war ich hier 89, als kleiner Knirps in dieser unendlich großen Stadt. Dann nochmal 98, da war ich schon groß, aber Berlin immer noch überwältigend. Seit 2006 wohne ich hier und seit 2008 wohne ich wieder hier. Heute bin ich Berliner. Wer länger als 2 Jahre hier lebt, zählt nämlich als Eingeborener. Doch in Berlin denkst du nicht als Berliner, sondern in deinem Kiez. Schöneberg, Kreuzberg, Prenzlberg. Berlin ist ziemlich bergig, was man der Skyline nicht unbedingt ansieht. Und wenn du mal in einen anderen Kiez gehst, dann ist das oft wie ein Trip in ein anderes Land. Berlin ist groß. 35 Kilometer hoch und 45 Kilometer breit. Viel Spaß beim Zu-Fuß-Gehen. Die Ringbahn macht es in 60 Minuten. Westkreuz, Südkreuz, Ostkreuz, Gesundbrunnen. Es zieht so viele schräge Leute nach Berlin. Diese Mischung aus Ordnung und Chaos, Kriegsruinen und Glaspalästen, aus Weltstadt und Kleingärtnerei, Haute Cuisine und Currywurstbuden, deutschem Theater und Berghain, Start-up und Absturz. Keiner erwartet Perfektion, nicht der feine Geschäftsmann mit Spongebob-Socken oder der Berliner Radaktivist, der auf seinem Fahrrad mit Lautsprecheranhänger brabbelnd durch die Straßen zieht. Nicht die verwirrte Schulklasse in der S1, deren Lehrer sich fragt, warum Justine, Kevin und Chantal eine Station zu früh ausgestiegen sind. Berlin. Berlin ist gewöhnungsbedürftig. Und nein, den Preis für die sauberste Stadt werden wir wohl nie gewinnen. Im Sommer düngen Hunde die Gehwege, im Winter wächst Eispanzer, darauf kommt der Rollsplit und Matsch und Füße. Berliner Sandwich. Berlin ist wie Mate, die mal mit dem Spruch beworben wurde, man gewöhnt sich dran. Kein Wunder, dass die Berliner das Gesöff lieben. Oder die Berliner Weiße mit Schuss, die auch die wenigsten gleich beim ersten Schluck mögen. Überhaupt mischt sich alles in Berlin, wie beim Karneval der Kulturen, wo sich die Welt in Kreuzberg zu Fischcurry aus Bengalen und Schokolade aus Neuseeland Guten Tag sagt. Hier wurde der Döner Kebab erfunden, sagt man. Egal, ob das Berliner Döner-PR ist oder ob sich der Fleischspieß schon vor 200 Jahren in der Türkei gedreht hat. Der Besuch bei der Kultfressbude Mustafas am Mehringdamm ist Pflicht. Vorausgesetzt, man hat die Geduld, 60 Minuten in der endlos langen Schlange zu warten, wenn man hier alle 20 Meter eine Dönerbude hat. Berlin ist auch die Stadt mit der absolut besten Currywurst. Und die gibt es natürlich im legendären Curry 36. Oder doch bei Konopke im Prenzlberg? Oder bei Zander, wo die Wurst mit Blattgold und Sekt veredelt wird? In Berlin denkt jeder Laden, dass er die beste Currywurst hat, aber ganz ehrlich, so groß sind die Unterschiede nicht. Viel billig und schnell sind hier die wichtigsten Geschmacksrichtungen und Freundlichkeit wird mit Raubautzigkeit getarnt, was jeder weiß, der mal das Zauberwort bitte vergessen hat. Der Charme der Berliner ist wie die Stadt. Am Anfang etwas rau. Und niemand weiß genau, wo das Zentrum liegt. Denn was in Hamburg, Köln oder München klar ist, wird hier zur Grundsatzfrage. In der Innenstadt treffen? Ja, wo genau? Gedächtniskirche? Hackischer Markt? Potsdamer Platz? Alex? Ich weiß nicht, wie viele Dates ich dadurch schon verpasst habe. Im Zweifel holt man sie einfach ab. Mit dem S-Bahn-Abo kann man abends und am Wochenende auch Freunde mitnehmen. Und das ist gut so, denn zu Fuß vom Alex zum Zoo ist man locker mal 70 Minuten unterwegs. Die Kräfte spart man sich lieber für die Partys im Wilden Osten. Und wenn man beim Türsteher noch Überzeugungsarbeit leisten muss. Mut und Ausdauer. Wer Berlin lieben will, der braucht Zeit und Lust, es zu entdecken. Selbst nach Jahren stolper ich immer noch über neue Ecken, fahre mal eine Station zu weit und bin plötzlich an einem Ort, der total cool, abgefuckt und wunderbar ist und den ich noch nie zuvor gesehen habe. Und egal, wo es euch hin verschlägt, egal wie seltsam es euch vorkommt, sagt euch immer, das ist Berlin. Wart ihr schon mal hier oder wollt ihr herkommen? Was interessiert euch am meisten in Berlin? Schreibt's mir in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und teile das Video mit deinen Freunden. Vielen Dank an die S-Bahn Berlin, die dieses Video möglich gemacht hat. Mit der VBB Umweltkarte im S-Bahn-Abo kommst du in jede Ecke der Stadt und sogar ins Umland, egal ob Bus, Tram, U oder S-Bahn. Für mehr Informationen klick einfach auf den Link hier unten.